Die Numismatik ist die Wissenschaft, die sich mit Geld und seiner Geschichte beschäftigt. Aber auch Medaillen, Orden oder Geldersatzmittel zählen zu den Objekten, mit denen sich die Münzkunde befasst. So vielfältig wie die Materialien der Stücke, ihre Bildkomposition oder ihre Verwendung waren, so vielfältig sind die Geschichten hinter den Objekten. Es müssen keine besonders wertvollen Münzen oder großen Goldstücke sein. Manchmal sind es die kleinen, unscheinbaren Objekte, hinter denen sich die interessantesten Kapitel der Geschichte verbergen. Ein Beispiel dafür, das ich heute aus der Sammlung des Münzkabinetts herausgegriffen habe, sehen Sie hier. Versuchen wir gemeinsam, die Hintergründe dieses numismatischen Objektes zu erkunden und sehen wir dafür erstmals genau hin. Wir sehen hier auf der einen Seite einen Doppeladler mit einem Zepter in der einen Kralle und den Reichsapfel in der anderen. Dabei handelt es sich um das russische Wappentier. Darunter befindet sich die zweizeilige Jahreszahl 1705 in altkyrillischer Schrift. Das gesamte Münzbild ist von einem Blätterkranz umgeben. Auf der anderen Seite erkennt man einen altkyrillischen Schriftzug, der übersetzt etwa lautet: Das Geld, das entgegengenommen wurde, oder das Geld ist erhoben. Darunter sehen wir eine schematische Darstellung einer Nase sowie eines Schnurr- und Kinnbartes. Wieder ist das Münzbild von einem Blätterkranz eingefasst. Zusätzlich auf der Rückseite findet sich ein kleiner Doppeladler auf der linken Seite der Münze. Das ist ein nachträglich eingeschlagener Gegenstempel. Welche weiteren Eigenschaften können wir feststellen? Die Münze ist aus Kupfer, einem unedlen Metall, gefertigt. Das Stück wirkt etwas abgegriffen und weist kleine Kratzer auf. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass dieses Stück zuerst zirkulierte bzw. gebraucht wurde, bevor es in die Sammlung hier des Museums gelangte. Nun lösen wir das Rätsel auf. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte Bartkopeke oder Bartsteuermarke, also keine offizielle Münze, sondern eine Art Quittung für die Bezahlung einer Steuer. Nachdem Peter I., auch der Große genannt, 1689 den russischen Thron als Zar bestiegen hatte, führten ihn mehrere Reisen in den Westen Europas. Nach seinen Beobachtungen und Erfahrungen in Westeuropa stieß er eine Reihe von Reformen an, die sogenannten Petrinischen Reformen, deren Ziel es war, Russland zu modernisieren. Bei der Verwaltung etwa oder beim Militär steckte Russland im Gegensatz zu Westeuropa in vielerorts in mittelalterlichen Strukturen fest. Die Modernisierungen beschränkten sich jedoch nicht nur auf das Militärwesen, die Verwaltung, die Steuern, die Wirtschaft und die Kirche. Peter I. wollte auch das äußere Erscheinungsbild seiner Untertanen verändern. In Russland zu Beginn des 18. Jahrhunderts war es nämlich üblich, traditionelle Kaftane, das waren bodenlange Gewänder, und zusätzlich lange Bärte zu tragen. Vor allem die Gruppe der Altgläubigen, eine konservative orthodoxe Strömung, widersetzte sich lange dem Versuch einer Modernisierung. Peter der Große führte daher eine Bartsteuer ein, die jeder zu entrichten hatte, der seinen Bart behalten wollte. Je nach Einkommen gestaffelt, musste die betreffende Person einen bestimmten Betrag bezahlen und erhielt dafür eine Quittung, genau so ein Kupferstück. Und dieses Kupferstück aus dem Jahr 1705 sehen wir hier. Beim Betreten der Städte oder auch innerhalb einer Stadt konnte man kontrolliert werden und musste daraufhin die Bartkopeke vorweisen. Andernfalls wurde der Bart abrasiert. Wie wir aus zeitgenössischen Berichten wissen, nahm Peter der Große dafür manchmal selbst die Schere in die Hand, um seinen Gästen den Bart zu schneiden. Das Ende der Bartsteuermarken kam wohl im Jahr 1772, als Peters Nachfolgerin Katharina II., auch die Große genannt, auf das Einheben der Steuer verzichtete. Die angestoßenen Reformen wurden jedoch von den nachfolgenden Zaren weitergeführt.